Viele wollen in die Schweiz auswandern, um dort Steuern zu sparen. Aber wie läuft das eigentlich konkret in der Schweiz? Was kann man da so alles bei der Steuererklärung absetzen? Das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen und einmal 15 typische Abzugsmöglichkeiten bei der Schweizer Steuererklärung beleuchten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dir überlegst, in die Schweiz auszuwandern, aber viele steuerliche Fragen diesbezüglich hast, dann lade ich dich herzlich ein zu unserem Seminar Auswandern in die Schweiz, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Dort geht es genau um solche Fragen wie die wir heute behandeln, aber natürlich auch um viel grundlegende, zum Beispiel, welcher Kanton ist besonders steuergünstig, welche Aufenthaltsbewilligung brauche ich, wie kann ich später den Schweizer Pass beantragen, was ist bei der Unternehmensgründung zu beachten und natürlich auch, mit welchen deutschen Steuern muss ich rechnen, wie zum Beispiel die Wegzugsteuer, und was ist mit der überdachenden Besteuerung. Also jeder, der als Unternehmer, Freiberufler, Investor, Rentner, Privatier in die Schweiz umzieht, der wird sich diese Fragen stellen und der wird von diesem Seminar profitieren. Danach weißt du garantiert sehr viel mehr zum Steuersystem in der Schweiz und ob es die Schweiz für dich wirklich lohnt, denn das ist nicht immer ganz einfach zu entscheiden. Mit dabei neben mir sind auch wieder Schweizer Anwaltskollegen von Top-Kanzleien in der Schweiz und gemeinsam werden wir dir in 2 Tagen intensive Inhalte zum Thema Steuern und Recht in der Schweiz vermitteln. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Die Schweiz, sie ist ja das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Jedes Jahr ziehen ungefähr 20.000 Deutsche in die Schweiz um und es ist ja auch kein Wunder. In der Schweiz, da funktioniert alles besser. Man kann sehr viel mehr verdienen. Die Steuern sind sehr viel günstiger. Die Züge sind pünktlich. Es ist sauber. Es gibt wenig Kriminalität. Es gibt die super stabile Währung, den Schweizer Franken in der Schweiz. Viele Deutsche schauen deswegen natürlich neidisch auf die Schweiz. Und wer die Möglichkeit hat, dorthin umzuziehen, der sollte sich das auch gut überlegen. Vor allen Dingen natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Situation, denn wir wissen alle, dass diese gravierende Auswirkungen auf Deutschland und andere Länder haben wird und dass wir vermutlich nicht ohne Steuererhöhungen bzw. neue Steuern wegkommen werden, wenn hier im großen Stile zum Beispiel Energiepreise subventioniert werden müssen. Wir haben ja schon viele Videos zum Thema Schweiz gemacht. Schau einfach auf unserem Kanal nach, welche Kantone besonders steuergünstig sind, wie man den Schweizer Pass erhält. Und wie gesagt, auch in unserem Seminar werden wir darüber im Detail sprechen. Aber was ich immer wieder höre an Fragen ist, wie funktioniert das eigentlich konkret, wenn ich jetzt in der Schweiz angestellt bin oder dort ein Unternehmen habe, wenn ich meine Steuererklärung mache? Was sind eigentlich so die typischen Abzugsmöglichkeiten? Ist das so wie in Deutschland? Mit was muss ich in der Schweiz rechnen? Und daher habe ich mir gedacht, fassen wir mal 15 wichtige Abzugsmöglichkeiten zusammen, wie du in der Schweiz als zukünftiger Schweizer Steuerzahler dann wirklich Geld in der Schweiz sparen kannst bei der Steuererklärung und dann im Grunde genommen noch weniger Steuern bezahlen müsstest, als es ja die durchaus niedrigen Steuersätze sowieso vermuten lassen würden. Das ist jetzt hier keine absolute Expertenliste. Ja, ich habe jetzt bewusst Kriterien ausgewählt, die für ziemlich viele zutreffen werden. Da gibt es natürlich dann noch alle möglichen Gestaltungsmöglichkeiten. Mir geht es jetzt einfach um eine allgemeine Liste, damit du mal so einen ganz allgemeinen Eindruck davon erhältst, mit was du in der Schweiz zu rechnen hast. Vielleicht nochmal eine ganz wichtige Sache. Normalerweise ist es so, wenn du in der Schweiz lebst, dass der Arbeitgeber keine Steuern von deinem Gehalt einbehält. Sozialabgaben werden natürlich einbehalten, aber eben keine Steuern. Das ist möglicherweise in den ersten 5 Jahren anders, wenn du in der Schweiz lebst. Dort wird dir dann vielfach vom Arbeitgeber Quellensteuer einbehalten. Die kannst du dann in deiner Steuererklärung dann geltend machen. Aber also grundsätzlich musst du eben beachten, dass in der Schweiz die Steuern direkt an das Steueramt bezahlt werden und eben nicht vom Arbeitgeber einbehalten werden. Deswegen natürlich sind auch die Abzugsmöglichkeiten so wichtig. Also, erster Punkt: Einzahlungen in die Säule 3a. Du weißt ja, die Schweiz hat ein sehr intelligentes System für die Altersvorsorge, für die Rentenversicherung, viel besser als in Deutschland. Da gibt es 3 Säulen, nämlich einmal die gesetzliche Rentenversicherung, dann gibt es die betriebliche Altersvorsorge und dann gibt es eben auch die private Altersvorsorge. Und eben die Säule 3a, das ist die sogenannte gebundene Selbstvorsorge. Angestellte können rund 7.200 Franken jährlich steuerlich geltend machen. Selbstständige ohne Pensionskasse dürfen bis zu 20% ihres Nettoeinkommens, insgesamt aber maximal 35.000 Franken in
die Säule 3a einzahlen. Das Ganze reduziert also nicht nur das steuerbare Einkommen, sondern stärkt eben auch noch die Altersvorsorge. Punkt Nummer 2, den man geltend machen kann, die sogenannten Berufsauslagen, in Deutschland ja vielfach Werbungskosten genannt. Zum Beispiel können Pendler die Fahrkosten unter Umständen geltend machen. Hier gilt bei der direkten Bundessteuer eine Obergrenze von 3.200 Franken pro Jahr, und weil das Steuersystem in der Schweiz eben auf Bund, Kantone und Gemeinden verteilt ist, kann man zusätzlich bei den Kantonen dann auch noch bestimmte Ausgaben geltend machen. Hier variieren dann die Obergrenzen je Kanton. Und wenn man im Homeoffice arbeitet, kann man auch dort natürlich dann Kosten für Arbeitsräume, Büromaterial etc. geltend machen. Abzugsmöglichkeit Nummer 3 sind Weiterbildungskosten. Ausgaben für berufsbezogene Aus- und Weiterbildungen kannst du steuerlich geltend machen. Und zwar knapp 13.000 Franken pro Jahr bei der direkten Bundessteuer. Darunter fallen zum Beispiel Kursgebühren, Fachliteratur und alle weiteren mit der Weiterbildung verbundenen Kosten. Abzugsmöglichkeit Nummer 4 in der Schweiz bei der Steuererklärung sind Versicherungsprämien. Du kannst in der Regel Prämien für Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen in der Schweiz steuerlich geltend machen. Bei der direkten Bundessteuer können maximal 1.800 angesetzt werden. Bei Verheirateten sind es 3.600 Franken. Abzugsmöglichkeit Nummer 5 sind Finanzierungskosten bei Immobilien. Hast du Wohneigentum finanziert, dann kannst du die Zinsen, die du bezahlst, geltend machen. Da gibt es auch wiederum verschiedene Obergrenzen in verschiedenen Kantonen. Also es lohnt sich, das näher anzuschauen. Abzugsmöglichkeit Nummer 5 sind Spenden. Nicht nur kommen Spenden an gemeinnützige Institutionen dem Gemeinwohl zugute. Du kannst ja auch bei der Steuer in der Schweiz später geltend machen. Bei der direkten Bundessteuer sind bis zu 20% des Nettoeinkommens abzugsfähig. Aber es muss sich natürlich, wie gesagt, um gemeinnützig tätige Organisationen handeln, die auch entsprechend anerkannt sind. Abzugsmöglichkeit Nummer 7 bei der Schweizer Steuererklärung: Krankheits- und Unfallkosten. Wenn du einen Unfall hattest und hattest deswegen erhöhte Kosten, zum Beispiel für Physiotherapie, dann kannst du diese Kosten in der Schweiz bei der Steuer ansetzen. Bei der direkten Bundessteuer sind diesbezüglich sämtliche Kosten abzugsfähig, die 5% des Nettoeinkommens überschreiten. Wohlgemerkt können nur notwendige Behandlungskosten in Abzug gebracht werden. Darunter fallen aber auch zum Beispiel Zahnarztkosten, Therapien und Kosten für alle anderen notwendigen medizinischen Behandlungen. Abzugsmöglichkeit Nummer 8 sind Renovierungskosten bei deiner Immobilie. Hier muss man allerdings eine Klammer machen. Du weißt vielleicht von einem unserer anderen Videos, dass der sogenannte Eigenmietwert in der Schweiz abgeschafft wurde, aber noch nicht so hundertprozentig klar ist, wie sich das alles gesetzlich auswirkt. Das heißt, was ich hier sage, wird sich wahrscheinlich in Zukunft ändern. Aber bis dato ist es so, dass du Renovierungskosten bei deiner eigenen Immobilie steuerlich ansetzen kannst. Hier kann es helfen, dass du den Aufwand über mehrere Jahre verteilst, dass du den Steuervorteil optimal nutzen kannst. Abzugsmöglichkeit Nummer 9 sind Kinder- und Ausbildungsabzüge. Für jedes unterhaltsberechtigte Kind kannst du einen fixen Betrag vom steuerbaren Einkommen abziehen. Bei der direkten Bundessteuer sind das sage und schreibe 6.500 Franken pro Kind. Abzugsmöglichkeit Nummer 10. Jetzt befassen wir uns mit der Steueroptimierung für Unternehmer. Da gibt es natürlich allerhand Möglichkeiten. Grundsätzlich sagt man in der Schweiz, wenn ein Unternehmer über 150.000 Franken an Einkommen hat, dann sollte er sich einer Pensionskasse anschließen, um höhere Einzahlungen und Abzüge zu ermöglichen. Wer Inhaber einer AG oder GmbH ist, der kann durch kluge Austarierung seines Gehaltes und von Gewinnausschüttungen die Steuerlast optimieren. Aber Vorsicht, wenn dein Gehalt zu gering ist, dann werden möglicherweise Sozialabgaben auf Dividendenausschüttungen fällig. Deswegen, wie gesagt, man muss das hier sorgfältig balancieren. Abzugsmöglichkeit Nummer 11, Steuern bei der Pensionierung. In der Schweiz kannst du dir die Gelder aus der Pensionskasse als Einmalzahlung auszahlen lassen oder eben monatlich. Oftmals ist es so, dass die Einmalzahlung günstiger besteuert wird als die monatlichen Zahlungen. Das muss man sich also anschauen, wenn du dann in der Schweiz tatsächlich in den Ruhestand gehen solltest. Auch hier muss man sagen, dass wie überall in der Schweiz die fällige Steuer stark von Kanton zu Kanton variiert. Wenn du zum Beispiel 1 Million Franken an Guthaben hast, dann kann es durchaus sein, dass du fast 100.000 Franken an Steuern sparst, wenn du im richtigen Kanton wohnst. Nächste Möglichkeit des Steuerabzuges ist, den Unternehmensverkauf strategisch zu planen. Wenn du ein Einzelunternehmen in der Schweiz besitzt, dann solltest du unbedingt mindestens 5 Jahre vor dem Verkauf dieses Einzelunternehmens in eine AG oder GmbH umwandeln. Dann ist nämlich der Verkauf komplett steuerfrei. Verkaufst du das Einzelunternehmen, also im Grunde genommen Betriebsvermögen, dann musst du darauf in der Schweiz Steuern bezahlen. Abzugsmöglichkeit Nummer 13, hier geht es um Immobilienbesitzer. Du hast dich vielleicht schon mal gefragt, warum in der Schweiz
ganz viele Immobilienbesitzer im Grunde genommen ihre Hypothek nie zurückbezahlen. Und das liegt daran, dass eine indirekte Amortisation über die Säule 3a, jetzt sind wir wieder bei der Altersvorsorge, steuerlich vorteilhafter ist als eine direkte Rückzahlung der Hypothek. Außerdem können Unterhaltskosten jährlich abgezogen werden. Abzugsmöglichkeit Nummer 14, Erbschaften und Schenkungen gut planen. In der Schweiz gibt es ja auf Bundesebene keine Erbschafts- und Schenkungssteuer. Und in den meisten Kantonen ist es so, dass Erbschaften bzw. Schenkungen an direkte Nachfahren und Ehepartner komplett von der Schenkungs- und Erbschaftssteuer befreit sind. Das heißt, auch hier muss man rechtzeitig planen, insbesondere wenn du von Deutschland kommst, denn dort bist du ja noch mindestens 5 Jahre nach Wegzug unbeschränkt Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer pflichtig. Aber in der Schweiz kannst du durch die richtige Planung natürlich dann schon einiges diesbezüglich erreichen. Und schließlich natürlich der letzte Punkt, Punkt Nummer 15. Wie kannst du sonst noch Steuern in der Schweiz optimieren? Ganz klar durch einen Wohnsitzwechsel. Die steuerlichen Unterschiede in der Schweiz sind enorm. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass natürlich in Kantonen, wo die Steuern günstig sind, oftmals die Lebenshaltungskosten höher sind. Das heißt, hier das richtige Mittel zu finden, erlaubt dir auch signifikant bei der Steuer zu sparen. So, das waren sie jetzt unsere 15 Punkte, wie du in der Schweiz deine effektive Steuerbelastung reduzieren kannst. Wie gesagt, davon kannst auch du Gebrauch machen, wenn du in die Schweiz umziehst und dann dort unbeschränkt steuerpflichtig bist. Ich hoffe, dass ich dir damit einen Eindruck vermitteln konnte, was so in der Schweiz möglich ist. Vieles von dem wirst du ja aus Deutschland schon kennen. Wie gesagt, bei einem Wegzug in die Schweiz oder in ein anderes Land ist natürlich die Planung essentiell. Gerne können wir dich dabei unterstützen. Ich habe früher selbst in der Schweiz gelebt und wir haben vielen anderen Mandanten geholfen, in die Schweiz umzuziehen. Wir arbeiten dort mit hervorragenden Rechtsanwälten und Steuerberatern zusammen, die in jeder Hinsicht diesen Umzug mit dir gemeinsam gestalten können. In diesem Sinne würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder natürlich auch dich in Zürich bei einem unserer Events begrüßen zu können. Alle weiteren Informationen auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.